Wofür stehst du? Wer bist du? Authentizität ist schwer auszusprechen, aber noch schwerer zu verstehen. Aber es steht hoch im Kurs. Marken müssen authentisch sein heutzutage. Sonst werden sie auf sozialen Medien auseinandergenommen, enttarnt, an den Pranger gestellt. Chefs müssen authentisch sein, sonst machen die Angestellten, was sie wollen, weil kein Vertrauen da ist. Firmenlenker, Vorstände, also alle, die aufgefordert werden, ihr Gesicht ab und zu in die Kamera zu halten, auch die müssen, authentisch rüberkommen. Wenn nicht, Irritation, dummes Gegriemel im Publikum und das gemeine Netz macht sich lustig über deinen hölzernen Auftritt. Sinkende Aktienkurse. Ohne Authentizität geht es nicht mehr. Diese Authentität ist zum Garant deines Erfolges, deines Unternehmens, deiner Marke geworden. Dumm, denn niemand ist authentisch geboren worden. Also doch schon, das schon geboren, ja, aber die Erziehung begann ja kurz darauf. Und dann wurden wir ein Leben lang darauf getrimmt, Erwartungen zu erfüllen. Von der Mutter, dem Vater, der Lehrerin, später von der eigenen Frau, die wir uns ja ausgesucht haben, oder dem Mann, wem auch immer. Und jetzt plötzlich erwartet alle Welt von uns, authentisch zu sein? Wie soll das gehen? Wir haben doch völlig verlernt, authentisch zu sein. Als Baby, als Kleinkind, ja, da haben wir uns authentisch ausgedrückt, was wir gefühlt haben in dem Moment, was wir empfunden haben. Aber das war ja nicht richtig so, hat man uns zumindest gesagt. Wir haben uns an anderen orientieren müssen, um ihre Erwartungen zu erfüllen. Und jetzt hat das Leben schon wieder eine Erwartung an uns. Wir sollen authentisch sein. Wie eben authentische Menschen. Also schauen wir uns diese authentischen Menschen an und wollen so sein wie sie. Wir kopieren sie unbewusst und erkennen nicht den Denkfehler. Und wenn schon, aber wer ist denn bitte noch authentisch? Friedrich Merz, der Söder? Greta Thunberg? Nein, alle nicht. Steve Jobs, ja, war authentisch, aber war er glücklich oder war er nur irgendwie einer dieser Getriebenen, die seine Umgebung total terrorisiert haben? Vielleicht auch inspiriert, aber authentisch. Also, wie sollen wir denn authentisch werden? Wenn du die lange Version willst, da habe ich einen Link für dich in meiner Videobeschreibung. Wenn du die kurze Version willst, du musst dich sehen wie ein großer Steinblock, so vielleicht 3x3 Meter. Der ist vielleicht irgendwie bemalt. Er stellt was dar in der Größe, keine Frage. Und du musst jetzt einfach wie ein Bildhauer alles von diesem Steinblock loswerden, was da nicht hingehört. Genau wie angeblich Michelangelo das mal so beschrieben hat. Und um zu wissen, was weg kann und was nicht, da musst du genau hinschauen, musst dich beobachten, in dich hineinfühlen. Das ist natürlich nicht so leicht, wenn man so viel Stein und so viel Farbe dran hat. Versuchen wir es mal. Dass ich viel Frust in mich reinfresse und ab irgendeinem Punkt ganz schnell an die Decke gehe, das hat mein Vater auch gemacht. Also nehme ich das weg. Dass ich alles kritisiere, ja geradezu in einem schlechten Licht erscheinen lasse, dass ich auch mit mir selbst so gnadenlos bin, da erkenne ich meine Mutter. Das brauche ich nicht. Dass ich mich unterordne, mein Fähnlein in den Wind hänge, nicht anecken will, damit ich akzeptiert, gemocht, geliebt werde, das kommt aus meiner Schulzeit. Damit ich nicht gemobbt werde und das zieht sich durch meine romantischen Beziehungen hindurch. Auch hier den Meißel ansetzen. Das übertrieben Penible, das immer alles kontrollieren wollen, das war in meiner Ausbildung, das war mein erster Chef. Weg damit und du kommst immer weiter an deinen Kern. Dir fallen eigene Beispiele ein, um dich zu beschreiben. Und das hast du alles gemacht, um zu überleben. Das war richtig so. Aber das war eben nicht authentisch. Wie kannst du das erkennen, dass das nicht authentisch war? Ich sag's dir, du hattest immer dieses eingeklemmte Gefühl dabei. Du hast dich nicht wirklich wohl, nicht wirklich frei dabei gefühlt. Du fühlst dich authentisch, wenn du dieses Gefühl des
Getriebensein nicht hast, wenn du frei fließen kannst, wenn du aus dir heraus lächelst. Ich habe dieses Gefühl immer, wenn ich etwas geben kann, also auch Ratschläge, Tipps, gute Inhalte. Deswegen habe ich während des Studiums schon Vorträge gehalten. Ich habe an der Uni eine Zeitung rausgegeben. Deswegen bin ich Berater geworden. Deswegen hatte ich einen Lehrauftrag. Hallo Uni Lüneburg. Deswegen mache ich das hier. Ich fühle mich gut dabei. Ich fühle mich gut als Chef. Deswegen habe ich viele Aufträge als Interim Manager. Ich liebe das. Und ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist, selbst mit Halsschmerzen. Ich halte ungern hinterm Berg. Ihr wisst, was ich meine. Aber das heißt nicht, dass du das so machen musst. Vielleicht bist du eher der lieber im Stillen arbeitet, der leise redet und der erst überlegt, bevor er etwas sagt. Wenn du dich gut dabei fühlst, ist das dein authentischer Kern. Wenn es aber lieber alles aus dir rausplatzen würde, nur deine gute Erziehung hält dich zurück, dann bist das nicht du. Es ist etwas Anerzogenes. Also nochmal ganz einfach. Es fühlt sich ruhig, wohlig warm, frei, fröhlich an. Das bist du. Mach mehr davon. Das ist das authentische Du. Es fühlt sich irgendwie hektisch, kurzatmig, heiß und kalt, zugeschnürt, gehemmt, angespannt, angestrengt an. Das bist nicht du. Mach wenige davon. Lerne, es bleiben zu lassen. So wirst du ein authentischer Mensch, ein authentischer Chef. Und deine Marke, ist die dann auch authentisch? Marken sind auch Persönlichkeiten. Und das ist ein super spannendes, weites Feld. Für heute aber fang mit dir an. Bist du bereit dazu?